Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal eine Maus, ein Vogel und eine Wurst, die Freunde wurden. Sie lebten zusammen, kümmerten sich um ihr Zuhause und waren sehr glücklich. Sie gewannen auch viele Dinge. Der Job des Vogels war es, jeden Tag in den Wald zu fliegen, um Holz zu holen. Die Maus musste Wasser tragen, das Feuer anzünden und den Tisch decken, während die Wurst für das Kochen zuständig war. Manchmal haben die viel haben, trotzdem das Verlangen nach mehr. Eines Tages traf der Vogel auf dem Heimweg einen anderen Vogel. Er erzählte dem anderen Vogel, wie großartig ihr Leben war, und prahlte damit. Der andere Vogel nannte ihn einen Dummkopf, weil er so hart arbeitete, und meinte, die Maus und die Wurst hätten es besser. Das lag daran, dass die Maus, nachdem sie das Feuer gemacht und Wasser geholt hatte, in ihr kleines Zimmer ging, um sich auszuruhen, bis sie gebraucht wurde, um den Tisch zu decken. Die Wurst blieb in der Nähe des Topfes und stellte sicher, dass das Essen gut kochte. Wenn es fast Zeit zum Abendessen war, rollte die Wurst durch die Brühe oder das Gemüse, um es zu vermischen und fertig zu machen. Als der Vogel nach Hause kam und das Holz ablegte, setzten sie sich alle zum Essen. Nach ihrer Mahlzeit schliefen sie bis zum nächsten Morgen, und das war ein wunderbares Leben. Am nächsten Tag, beeinflusst von dem anderen Vogel, beschloss der Vogel, nicht mehr in den Wald zu gehen. Er sagte, er habe genug gearbeitet und fühlte sich dumm, weil er die ganze harte Arbeit machte. Er bestand darauf, dass sie die Aufgaben tauschen und etwas Neues ausprobieren sollten. Die Maus und die Wurst baten den Vogel, die Dinge nicht zu ändern, aber der Vogel war entschlossen. Sie zogen Lose, und das Los fiel auf die Wurst, was bedeutete, dass die Wurst Holz holen würde, die Maus kochen würde und der Vogel Wasser holen würde. Was geschah dann? Die kleine Wurst ging in den Wald, der kleine Vogel zündete das Feuer an, und die Maus blieb am Topf, wartend auf die Rückkehr der Wurst mit Holz für den nächsten Tag. Doch die Wurst ließ so lange auf sich warten, dass sie beide besorgt wurden. Der Vogel flog ein Stück in die Luft, um nach ihr zu suchen. Nicht weit entfernt traf der Vogel auf der Straße einen Hund. Der Hund hatte die arme Wurst angegriffen und sie ganz verschlungen. Der Vogel beschuldigte den Hund des Diebstahls, aber der Hund sagte, er habe gefälschte Briefe an der Wurst gefunden, weshalb er glaubte, das Recht zu haben, sie mitzunehmen. Der Vogel hob traurig das Holz auf und flog nach Hause, um den anderen zu erzählen, was passiert war. Sie waren sehr aufgebracht, beschlossen jedoch zusammenzubleiben und ihr Bestes zu geben. So deckte der Vogel den Tisch und die Maus bereitete das Essen vor. Die Maus wollte kochen, wie es die Wurst getan hatte, indem sie im Topf rollte und mischte. Doch bevor sie hineingehen konnte, ging etwas schief und sie verlor ihr Leben, während sie versuchte zu kochen. Als der Vogel zum Abendessen servieren wollte, war kein Koch da. In seiner Panik warf der Vogel das Holz umher, rief nach der Maus und suchte überall, konnte den Koch aber nicht finden. Weil er unachtsam war, fing das Holz Feuer und entfachte ein großes Feuer. Der Vogel eilte, um Wasser zu holen, doch dann fiel der Eimer aus seinen Krallen in den Brunnen, und der Vogel fiel mit ihm hinein. Der Vogel konnte nicht herauskommen und ertrank traurig. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.